wo so viel über Heilung gesprochen wird und auch in meinem Leben, in meiner Arbeit und auf diesem Kanal hat das ja Platz als Thema und als Frage, wie seelische Heilung oder Heilung der Verbindung mit sich selber und den Ressourcen, die da verborgen liegen, wie das funktionieren kann, was dabei an Phänomenen auftreten kann, wie so ein Weg verlaufen kann und was dabei auch vielleicht an plötzlichen Widerständen und Hindernissen auftreten kann. Diese Präsenz des Themas und vielleicht auch manchmal die empfundene Selbstverständlichkeit, dass das ja klar ist, warum sollte man das nicht tun? Also wenn Möglichkeiten da sind, das Erleben von Fragmentiertsein, von nicht mit sich verbunden sein, von Desorientierung, von nicht in sich auf eine Weise organisiert zu sein, dass man das Gefühl hat, hier passen die Dinge irgendwie oder hier muss ich nicht ständig vor dem Leben wegrennen. Ich muss also nicht ständig vermeiden oder ich muss nicht ständig grübeln und mir irgendwelche Rückversicherungen über mentale Prozesse oder irgendwelche Bestätigungen durch andere Leute holen. Das sind alles so Aspekte, die, glaube ich, als Heilungsziele oder als Wünsche in Bezug auf so eine Heilungsreise bestehen. Und wenn es nicht so wäre, dass das nicht auch gehen würde, dann würden wir das ja wahrscheinlich alle irgendwie nicht in Betracht ziehen. Und ich weiß, dass es auch Diskussionen darüber gibt, ob das überhaupt möglich ist. Ich würde sagen, ja, das spricht meine Erfahrung. Aber die Frage ist tatsächlich, was das Wort Heilung auf diesem Weg an unterschiedlichen Bedeutungen mit einrollt, also was es mitnimmt, was es mit absorbiert, an Möglichkeiten interpretiert zu werden. Und es kann sein, dass man so eine Reise antritt und am Anfang hat man irgendein Ideal im Kopf und man sieht vielleicht andere Leute, die man für irgendeine Fähigkeit bewundert oder für ihre Präsenz oder für das Gefühl oder für das sich erschließen von Freiheitsräumen, für das über empfundene Grenzen hinweggehen zu können, von denen man sich selber vielleicht irgendwie gehemmt fühlt oder in sich zu ruhen. Da gibt es verschiedene Formen von Idealen, von Bildern, die man im Kopf hat. So sieht jemand aus, der geheilt ist. Und ich glaube, dass diese Ideale sich, wenn nicht schon relativ schnell am Anfang, je nachdem, mit welchen Methoden man irgendwie bei sich ansetzt und wie ernst man das nimmt, diese Idealbilder sind somit das Erste, zumindest laut meiner Erfahrung, was kaputt geht und auch kaputt gehen muss und was sich irgendwie relativiert. Diese Bilder können immer wieder neu auftauchen, sie können neue Gesichter haben, sie können neue Ansprüche formulieren lassen. Also das ist dann nicht mehr Inspiration, sondern das ist dann Anordnung. So muss das aussehen und wenn es nicht so aussieht, dann bist du nicht geheilt. Und es kann sein, dass man ursprünglich den Anspruch hatte, zu heilen oder sich auf diese Reise etwas zu heilen, um in irgendeiner Situation besser zu funktionieren, um besser in Liebesbeziehungen klarzukommen, um jemand anderes nicht so sehr zur Last zu fallen, um einen bestimmten Beruf ausüben zu können oder was auch immer. Also oder um irgendwann auch von Heilung erzählen zu können. Also es ist krass, wie dieses vielleicht eigentlich gerade zu Anfang oder ich sage mal Zuständen, in denen Heilung so abstrakt ist und so diffus ist, weil man sich nicht vorstellen kann, wie ein Zustand, ein innerer, ein körperlicher, ein seelischer, geistiger Zustand sich anfühlen könnte, in dem man sich einmal in Ruhe lassen kann, in dem man aufhören kann, anders sein zu wollen oder zu wollen, dass eine Situation anders ist. Ein Zustand, in dem Dinge auch schief gehen können oder in dem man rückfällig wird und es ist trotzdem nicht diese innere Stimme da, die sagt, oh Gott, du hast jetzt irgendwie nicht genug meditiert oder du hast irgendwie nicht genug Calcium zu dir genommen oder was auch immer man schon wieder falsch gemacht hat, dass man es jetzt schon wieder nicht hingekriegt hat, so zu sein, wie man sich das vorgenommen hatte. Dieses ständige Innere an sich herumnörgeln,
du hast es wieder nicht geschafft, dieses auf sich draufhauen, dass das irgendwann weg sein könnte oder vielleicht wiederkommt und man nimmt es nicht so ernst, dass man differenzieren kann zwischen den Gedanken, die man ernst nehmen möchte und den Gedanken, die halt einfach durch einen durchrauschen und die man weiterziehen lässt. Ich kenne es zumindest von mir so, dass ich mir das, als es losging, ich könnte jetzt nicht das Datum festnageln, an dem es primär losgegangen ist, aber ich kann mich schon an eine Phase erinnern, in der ich gedacht habe, okay, Heilung muss ich ernster nehmen, das Thema muss ich auch mehr in Selbstverantwortung angehen und weniger institutionalisiert, mehr die Fühler ausstrecken nach Methoden und nach Menschen, die überzeugend auf mich wirken in Bezug auf die eigenen Freiräume, auf die eigene Beweglichkeit, die geistige, die emotionale, die Präsenz und den Spaß irgendwie, den Leute ausgestrahlt haben am Leben, an ihrer Existenz. Das war dann irgendwie schon für mich eine Phase, wo ich sagen könnte, okay, die kann ich ein bisschen orten. Und ich hätte es mir damals nicht vorstellen können, selbst das Gefühl oder den Modus kennenzulernen irgendwann, indem ich mal aufhören kann, an mir rumzunörgeln, indem ich mal aufhören kann, an mir rumzupopeln, indem ich mich nicht schuldig fühlen muss dafür, dass ich Dinge nicht tue, die ich nicht tun will, die mir schaden, aber die andere von mir verlangen. Also in diese Zwickmühle mal nicht immer geraten zu wissen. Tatsächlich ja, Nein sagen zu können, ohne sich automatisch schuldig zu fühlen. Und auch vom Leben etwas zu verlangen. Also zu sagen, nicht das Leben muss mir bestimmte Umstände liefern, damit ich endlich glücklich bin oder Glück spüren kann, sondern ich möchte die Möglichkeit haben, Glück zu empfinden, wenn ich es empfinde, mich nicht zu verlassen, nur weil irgendwo mal was zwickt und mir das nicht ständig verbauen, also mir das nicht ständig irgendwie wegzusabotieren. Das sind Dinge, die hätte ich mir nicht vorstellen können. Und ja, ich glaube, das sind erreichbare Zustände und das sind Dinge, die manchmal extrem viel Auseinandersetzungen auch mit Widerständen erfordern und in dem Sinne tatsächlich auch sowas wie Arbeit und sowas wie Disziplin. Aber die Frage, warum man heilt, ist eine, die sich, denke ich, in diesem Prozess wandeln muss. Denn es kann am Anfang vielleicht sogar hilfreich sein, wenn man so ein abstraktes Ziel daraus macht, wenn es halt das ist, was einen daran anzieht. Aber das kann einen, wenn man es nicht rechtzeitig loslässt. Also stell dir das vor, wie du schwingst dich, du hältst dich an einem Seil fest und du schwingst dich über eine Lücke, über eine Schlucht. Vielleicht nicht ganz so dramatisch über eine Schlammgrube oder sowas oder über einen Teich. Wenn du nicht rechtzeitig das Seil loslässt, um auf der anderen Seite zu landen, also da zu landen, wo das Bild, was du von der Insel hattest, von dem anderen Ufer, von dem Ort, wo du hin wolltest, von dem Zustand, in den du hin wolltest, wenn du nicht zulässt, dass dieses Bild sich zerlegt, weil du da bist, weil du einen Schritt gemacht hast, weil du wirklich was in dir in Bewegung gebracht hast und sich etwas ändern kann, dann musst du in Kauf nehmen, dass dieses Bild kaputt geht. Du stehst nämlich direkt davor. Und dann siehst du, ob es teilweise eine Fata Morgana war oder ob es eine gute Ahnung war oder ob es eben völlig anders ist. Vielleicht sogar total langweilig erstmal ist. So, eben nicht diese ständige Stimulation zu haben von, was habe ich jetzt nur wieder falsch gemacht? Auch diese Quelle für Aufmerksamkeit. In vielen Fällen ist das eine Sache, mit der wir uns eben, wie so ein Spiel um Aufmerksamkeit, um Probleme schaffen und im Endeffekt ein Spiel um Kontrolle ermöglichen, indem wir aus dem Heilungsweg etwas machen, was wieder so ein Zug von, ich kann hier gut abschneiden, ich kann gute Noten schreiben, ich kann
aber vielleicht auch von der Lehrerin oder vom Lehrer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf mich lenken, wenn ich hier noch ein Problem anzeige und so weiter und so fort. Also diese ganzen Spielchen, wenn die, wenn die wegplatzen können, das ist das, was man loslässt, wenn man das Seil loslässt und diesen Sprung wagt in einen Zustand, in dem man sich vielleicht für einen Moment, vielleicht für länger, vielleicht auch grundsätzlich her weniger Fragen stellt und vielleicht auch weniger an Heilung denkt, wo man daraus nicht mehr so ein Spektakel machen kann und wo es auch nicht mehr die Quelle der Sicherheit ist, ständig irgendwelche Werkzeuge auf irgendwas abzufeuern oder ständig irgendwelche Mittelchen zu nehmen, um sich da noch zu boostern und da noch irgendwas zu optimieren und hier noch irgendwie an einem Thema zu arbeiten. Das heißt nicht, dass das Interesse dafür weggehen muss, aber es ist dann aus Neugier und nicht aus dem verzweifelten Versuch, irgendwo anders hinzukommen. Und wenn man diesen Punkt verpasst, kann dieses Heilungsspiel oder diese Heilungsreise zu einem Loop werden, in dem man sich selbst gefangen hält, in dem man daraus man könnte sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es eben so ausgesprochen habe, aber ja, wie so eine Art Kontrollspiel. Es geht darum, die Kontrolle über den Heilungsweg behalten zu wollen. Und das geht in der Regel, indem wir auch ständig neue Probleme produzieren, die vielleicht auf etwas hinweisen, aber die möglicherweise gerade gar nicht so zentral sein müssen und die etwas tarnen können in manchen Fällen oder in manchen Phasen. Und das ist es, also wie zwanghaft an sich rumpopeln zu müssen, es nicht unterlassen zu können, hier noch da was anzusetzen und hier noch ein Hebel und hier in der Vorstellung und in dem Wunsch, irgendwann ein widerstandsfreier Mensch zu sein. Irgendwann geht manchmal auch mit so einer Reinheitsvorstellung einher. Hier, das kann ich noch irgendwie sauber machen, das kann ich noch rauslösen und dann irgendwann fühle ich mich endlich frei. Heilungserfolg könnte auch darin bestehen, mit den Dingen, die zwicken, mit den Unperfektionen, also mit den Rückfällen, mit dem sich über sich selber ärgern, mit den ganzen Menschlichkeiten, letztlich auch einfach leben zu können. Ich sage nicht, dass das nicht möglich ist, ich weiß es nicht, also sich komplett losgelöst zu fühlen und überhaupt nicht mehr irgendwie im Kampf mit sich zu sein, aber wenn wir das als das eine Ziel ansetzen, also wenn es das sein muss, dann ist die Gefahr, in diesen Loop zu geraten, denke ich, größer. Und für mich würde jetzt in der Erfahrung Heilung vor allem bedeuten, etwas ändert sich. Etwas ändert sich merklich. Vielleicht merkt man erst einige Zeit später im Rückblick, oh krass, das muss ich gar nicht mehr machen. Oder oh krass, ich kann plötzlich etwas machen, wovor ich jahrelang weggelaufen bin. Oder irgendwas weitet sich, das Grundgefühl ist anders. Und ja, natürlich auch solche Sachen wie der Schlaf bessert sich. Ich muss nicht mehr bestimmte Beziehungen eingehen, um mich irgendwie selbst zu bestrafen oder um mich von mir abzulenken. Ich muss nicht bestimmte Dinge machen, mit denen ich eigentlich gegen mich arbeite. Und ich muss mich vor allem nicht die ganze Zeit selber beobachten, als müsste ich hier direkt wieder die nächste Falle ausfindig machen. Das sind Sachen, die schon passieren können. Und das ist aber etwas, was denke ich, was man erstmal nicht mitkriegt. Also was erstmal, was vor sich hin passiert, was sich entwickelt, was langsam wächst. Die Kapazitäten, die langsam wachsen. Nicht diese Momente, in denen man das Gefühl hat, jetzt hatte ich aber einen Durchbruch, das kann alles auch da sein. Aber wenn man sich daran festhält und festklammert, dass es immer dieses Durchbruchsgefühl sein muss, dann wird das zu einem eigenen Stimulationsspiel. Und ich glaube, darin kann man sich unheimlich verfangen und das hat, würde ich sagen, mit Heilung gar nicht mehr viel zu tun ab irgendeinem Punkt.
weil es dann zu einem Wettbewerb wird mit sich selbst oder auch mit anderen. Noch schlimmer, weil es dann diesen Leistungscharakter bekommt, weil es dann diesen Zeugnischarakter bekommt, dieses Schulische, weil es eigentlich ein Signal formuliert. Und das Signal ist immer, oh Gott, mit mir stimmt was nicht. Oh Gott, irgendwas ist schon wieder hier nicht mit mir in Ordnung. Oh Gott, ich bin schon wieder nicht reguliert und irgendwas passiert. Das ist im Grunde der gleiche Mechanismus, mit dem wir auf unsere Heilungssymptome, die es ja auch gibt, genauso drauffeuern. Wie, oh Gott, ich darf nicht schwitzen. Oh Gott, ich darf nicht zittern. Oh Gott, ich darf nicht Phasen haben, in denen ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Ich würde sagen, natürlich, ne, wenn es irgendwie einen medizinischen Hintergrund hat, sollte man das mal checken lassen. Das ist nicht, was ich hier sagen würde, aber ich kenne es auch einfach als Symptome, die auftreten können, wenn sich halt etwas umstellt, wenn etwas sich verändert im inneren System, im ganzen Komplex zwischen Körper, Geist und Seele und den Gefühlen, also ganz viele Dinge, die da auftreten können, die echt teilweise ein bisschen wild sind, gegenüber denen man irgendwann ein bisschen cooler eingestellt ist und sagt, okay, das kenne ich jetzt noch nicht, ich hatte letzte Woche was anderes, aber wir lassen es mal passieren und mal schauen, was dabei wird. Also eine zunehmende Gelassenheit, die da ist. Und das ist eben dann jenseits dieses Spiels, mit dem man ständig sich irgendwie nochmal da verbessern, nochmal da irgendwie besser performen, nochmal da besser abschneiden und nochmal hier irgendwie an sich etwas glatt bügeln. Das ist also Heilung findet, glaube ich, jenseits dieses Spiels statt, zumindest ab irgendeinem bestimmten Punkt. Vielleicht bringt man durch den Anspruch was in Bewegung. Wie gesagt, am Anfang ist das Ideal vielleicht gar nicht so blöd. Aber wenn es sich nicht mit der Zeit relativiert, glaube ich, ja, ist es dieses permanente Signal an sich selbst. Du bist noch nicht fertig oder du musst noch hier irgendwas und du kannst nicht in deinem Leben präsent sein und da sein und es mitkriegen, bevor du nicht hier noch irgendwie diese Praxis bis zum geht nicht mehr durchgerüttelt hast und irgendwie dann mit einem Test deinen Heilungserfolg testen kannst. Das ist, glaube ich, ich nenne es mal in neuer Sprache, toxischer Loop, der die Frage, warum eigentlich heilen, warum mache ich das hier eigentlich, sehr relevant macht. Für mich, ehrlich gesagt, nicht in dem Sinne, den Sinn von Heilungsreisen in Frage zu stellen, das wird auch manchmal gemacht, darum geht es nicht. Aber in sich die Frage auch immer wieder neu anzupassen. Wozu mache ich das hier eigentlich? Was will ich davon eigentlich? Und ich glaube, in dem Moment hören auch viele von diesen Diskussionen auf, wo Leute miteinander in den Ring steigen und sagen, nein, Heilung muss so aussehen und nein, ist doch überhaupt nicht möglich oder gar nicht sinnvoll. Es ist so. Ich glaube, dass, also wo diese Dinge so aufeinander prallen, anstatt eine produktive Diskussion zu ergeben, wo man halt sagt, okay, krass, habe ich noch gar nicht dran gedacht, sondern dass so gegeneinander aufgefahren wird, in der eigenen Performance irgendwie möglichst geheilt dastehen zu wollen, da ist diese Frage vielleicht tatsächlich untergegangen, die für jeden Menschen individuell zu jedem Zeitpunkt sinnvoll bleibt. Und das ist natürlich neben der Frage, wozu mache ich das überhaupt? Auch die, wem will ich hier eigentlich was beweisen? Mir selbst? Irgendeinem anderen Menschen? Der Welt? Interessiert sich die Welt dafür überhaupt? Wahrscheinlich gar nicht so sehr. Ist das schlimm? Das sind alles Fragen, die da sich anschließen können. Aber wenn wir uns das vor Augen rufen, in der ganzen Heilungsszene, also Menschen, die an Selbstheilung interessiert sind und die ja irgendwie im Spiel unterwegs sind und im manchmal sehr ernsten Spiel unterwegs sind, wenn wir uns das vor Augen rufen, dass diese Frage immer wieder neu gestellt werden kann. Wozu mache ich das eigentlich?
Und kann ich es theoretisch auch lassen? Auch eine interessante Frage. Dann wird uns auch klar, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Motivationen heilen wollen und auch vielleicht unterschiedliche Dinge darunter verstehen. Und da wird es interessant, weil da müssen wir das nicht gegeneinander prallen lassen, sondern könnten vielleicht unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Ideen davon miteinander kommunizieren lassen und schauen, also ein großes, sehr buntes Feld erschaffen, in dem man selber auch irgendwie gucken kann, okay, vielleicht befinde ich mich gerade auf diesem Feld gerade, auf dieser Scholle, aber nächste Woche vielleicht auf einer anderen. Und da gab es doch mal jemanden, der hat dazu irgendwie was gesagt. Und da auf einem neugierigen Abenteuerweg zu sein, anstatt auf einem, bei dem man die ganze Zeit Panik bekommt, dass man das Ziel verpassen könnte.